Die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk explodieren aktuell an der Börse. Es gibt aber noch eine sehr spannende Aktie aus den USA und wir stellen uns heute die Frage, ob sich noch ein Einstieg bei diesen Rüstungsunternehmen lohnt. Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe euch heute Lockheed Martin mitgebracht. Wir sprechen aber später auch noch über Rheinmetall. Ja, Lockheed ist in der Branche Rüstungs- und Luftfahrtindustrie tätig und es ist der weltweit größte Rüstungskonzern, der sich auf Kampfflugzeuge spezialisiert hat. Außerdem fertigt man Raketen, Satelliten und noch ein paar andere Verteidigungssysteme und Hauptkunde ist natürlich die US-Regierung bzw. die NATO-Verbündeten. Man hat langfristige Aufträge, sichere Einnahmen und vor allem mit diesem F-35 Kampfjet hat man hier eine unglaublich wichtige und starke Marktposition. Und gerade mit Zukunftsperspektiven in die Richtung ja, wachsende Verteidigungsaufgaben treiben natürlich auch die Nachfrage nach oben. Also es wird einfach immer mehr Geld ausgegeben für Verteidigung und ja, auch andere Megatrends spielen mit rein. Also ja, Cybersecurity natürlich, auch Drohnentechnologie und künstliche Intelligenz. Also sie sind ein unglaublich wichtiger Player am Markt und ja, vor allem hier in dem Bereich Kampfflugzeuge einfach der absolute Marktführer. Schauen wir mal die Aktie fundamental an im Qualitätscheck. Also wir sehen, ja, ein bisschen die Zyklik ist vorhanden. Der Cashflow ist immer wieder von Einbrüchen hier gezeichnet. Die Prognose sagt aber, dass die Cashflows jetzt wieder deutlich ansteigen sollen. Also der langfristige Trend ist auf jeden Fall hier ja, in der richtigen Richtung und die Payout Ratio der Dividende liegt knapp unter 60%, also auch relativ gesund. Die Marge, ja, ist akzeptabel mit 7,51% im Moment. Da sagt die Prognose, die soll jetzt auch wieder ansteigen. Auch bei den Umsätzen geht man davon aus, dass die hier wachsen dürften. Schuldenquote gesamt haben wir im Moment eine Verschuldung von 88,61%. Hier sind keine eigenen Aktien zurückgekauft worden, die noch in der Bilanz liegen. Es ist hier ein bisschen Goodwill mit drinnen. Aber wir können hier recht sehen, dass die ausstehenden Aktien sehr, sehr, sehr oft reduziert werden und dann offensichtlich direkt auch vernichtet werden, weil sonst würden sie eben hier in der Bilanz links auftauchen. Also schönes Bild für uns als Aktionär nochmal zusätzlich Rückenwind. Das heißt, wir bekommen hier als Shareholder Yield die Dividende und zusätzlich hier nochmal ja, mehr Earnings per Share durch diese Aktienrückkäufe. Schauen wir mal die aktuelle Bewertung an auf Basis der letzten 5 Jahre. Und da sehen wir, dass Lockheed Martin im Moment nur minimal überbewertet ist. Und wenn wir das natürlich vergleichen mit Aktien wie Rheinmetall oder Hensoldt, ist diese Bewertung auf jeden Fall noch attraktiv. Also andere Aktien sind da ja, mit den vergangenen Gewinnen der letzten 5 Jahre wirklich hoffnungslos überbewertet. Aber es ist natürlich auch kein Wunder. Ja, dann schauen wir uns den fairen Wert mal an auf Basis der letzten 3 Jahre, auf Basis des bereinigten Gewinns. Und hier sehen wir auch, dass Lockheed Martin im Moment so ziemlich fair bewertet ist. Und wenn wir hier mal einen Einstieg simulieren würden mit den mittleren Prognosen der Analysten, hätten wir eine Rendite aufs Jahr gerechnet von 13,8%. Also ja, doch eine relativ starke Renditeerwartung. Gefällt mir relativ gut und wir kommen jetzt eben auch endlich mal wieder auf einer fairen Bewertung an. Zuletzt hatten wir das im Jahre 2024 hier im April gesehen. Also genau ein Jahr ist es jetzt ungefähr her, dass wir auf so einer fairen Bewertung gewesen sind. Gewinnfluss sehen wir ja, wir haben hier die einzelnen Bereiche, also Aeronautics, dann Rotary and Mission System, dann hier sowas wie Raketen und dann haben sie zusätzlich hier noch was im Bereich Raumfahrt mit drinnen. Regionale Verteilung, ganz klar USA, der wichtigste Absatzmarkt, dann auch kommt Europa, dann Asia Pacific und dann Middle East. Also die sind breit gestreut auf jeden Fall, aber Fokus ist auf den USA, das auf jeden Fall festhalten. Bevor wir jetzt gleich noch die Dividende genauer anschauen, lass doch gerne mal ein Abo da und einen Daumen nach oben für diesen Kanal. Falls du das noch nicht getan hast, würde mich unglaublich freuen. Wir stehen ganz knapp vor den 2000 Abonnenten. Also unbedingt jetzt mal ein Abo da lassen, ist natürlich kostenlos und gerne auch die Glocke aktivieren. Dankeschön.
So, schauen wir mal auf die Dividende von Lockheed Martin. Wir haben eine Dividendenrendite aktuell von 2,76%. Die wird auch schön gesteigert. Also wir können auch sehen, historisch ist jetzt diese Dividendenrendite wieder, ja, doch sehr hoch. Also es war selten mal, dass die Aktie hier deutlich über 3% lag. Also häufig sind wir hier knapp unter den 3% auch wieder im Kurs angestiegen. Und jetzt sind wir ja auch genau auf diesem ja, Level angekommen. Im letzten Jahr wurde die Dividende hier knapp um 5% nochmal gesteigert. Also wir können auch sehen, es ist eine interessante Dividendenwachstumsaktie. Hier gehen die Dividendenausschüttungen langfristig schön nach oben. Wenn wir die Historie noch langfristiger anschauen, sehen wir auch, dass Lockheed Martin ja, also wirklich schon sehr, sehr viele Jahre hier eine Dividende ausschüttet und sich da auch eine sehr starke Historie aufbauen konnte. Was noch ganz wichtig ist, auch hier anzuschauen, ist der Total Return im Vergleich mit dem S&P 500. Und da können wir aber sehen, dass Lockheed Martin in den letzten 5 Jahren ja den S&P 500 nicht outperformen konnte. Ja, also ganz klar, hier ist es eine Einzelaktie und da ist das Risiko auch erhöht. Da wäre es schon sehr, sehr wünschenswert, dass man den S&P 500 zumindest outperformen kann. Das hat Lockheed Martin zumindest in der Vergangenheit hier nicht geschafft. Ja, was noch ganz wichtig zu sagen ist, also Lockheed Martin steht natürlich auch in direkter Konkurrenz zu anderen europäischen Rüstungskonzernen, also vor allem sowas wie, ja, also klar, Rheinmetall, BAE Systems, aber auch Airbus, Defense and Space, ja, Dassault Aviation und Leonard und wir schauen uns dann gleich noch ein paar wichtige Unterschiede und Wettbewerbsfaktoren an. Wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Kannst du gerne mal im ersten angepinnten Kommentar oder im Link in der Beschreibung ein Konto öffnen und dir hier 5% Cashback auf den MSCI World Sparplan sichern und du hilfst auch indirekt meine Arbeit hier auf dem Kanal zu finanzieren. Dankeschön. So, gucken wir mal hier den langfristigen Chart an von Lockheed Martin und wir bewegen uns hier in so einer Art Wochenbasis, so einem seitwärts gerichteten Kanal. Und da sind wir jetzt eben auch am unteren Ende angekommen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also interessantes Szenario. Nächste oberer Trendkanalrand wäre jetzt hier diese 665 US-Dollar. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da als nächstes hinlaufen. Ja, bleibt dann abzuwarten. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt hier mal der langfristige Chart und wir sehen, wir hatten vor allem eine sehr starke Rallye bis 2018 und ab 2018 ist jetzt hier so, ja, ein bisschen nach oben gerichtet dieser Kanal aktiv. Wenn wir uns Rheinmetall im Vergleich anschauen, also auf Monatsbasis, sehen wir, dass vor allem Rheinmetall ja nach der Ankündigung von dem Milliardenrüstungspaket hier 2022 eine wahnsinnige Rallye hingelegt hat. Da denkt sich natürlich jetzt jeder, okay, dann kaufe ich Rheinmetall, da will ich unbedingt beteiligt sein. Also ich bin da eher weniger der Freund davon, jetzt in solche Hypephasen reinzukaufen. Wenn, dann hätte man das schon etwas früher machen müssen. Ich glaube, da ist jetzt der Hype einfach ja, wirklich, wirklich sehr groß im Moment. Ich glaube, da ist das Potenzial bei Lockheed Martin etwas höher. Aber ja klar, also Rheinmetall ist der absolute Marktführer bei Panzerfahrzeugen, Artilleriesystemen, Munition und haben den Fokus auf die europäische Verteidigung und natürlich auch NATO-Staaten. Also ja, absolut, die sind da der Marktführer. Aber das darf man eigentlich nicht vergleichen mit Lockheed Martin, denn Lockheed Martin ist natürlich nochmal in einem anderen Nischenbereich tätig. Sie haben klar ein breites Portfolio und sind der größte Lieferant des US-Militärs, aber Lockheed Martin ist der Technologieführer bei Stealth-Technologie, Hyperschallwaffen und Raumfahrt. Also die Kampfflugzeuge von Lockheed Martin sind die absolut besten. Ja, die europäischen Konzerne haben einfach andere starke Nischen, also Rheinmetall eben mit seinen Panzern und Air Defense Systemen oder eben auch Airbus mit militärischen Transportflugzeugen. Das sind einfach nochmal einzelne Mikromärkte, in denen die ganzen Unternehmen tätig sind. Und Lockheed profitiert natürlich auch von massiven US-Militärbudgets und auch globalen NATO-Aufträgen. Also auch die Bundeswehr will ja die F-35. Und ja, die europäischen Firmen sind ja auch stärker an die Politik gebunden. Und das sehen wir ja auch. Wenn wir uns den Kurs anschauen von Rheinmetall, ganz lange war ja die Politik hier sehr ja, zurückhaltend, was Rüstungsausgaben und so angeht. Und dann als dieser politische Wechsel kam 2022, ist die Rakete hier gezündet worden. Also wirklich extrem. Um das zusammenzufassen, also Rheinmetall ist einfach führend bei modernen Panzern und Bodenfahrzeugen und da hat Lockheed Martin weniger Marktanteil, aber
in der Luftfahrt. Also bei Kampfflugzeugen ist Lockheed Martin der unangefochtene Weltmarktführer. Und ich denke, da ist dann auch noch etwas an Fantasie übrig, denn man möchte natürlich sicherlich auch was in die Luftwaffe investieren, auch wenn Europa langfristig natürlich versuchen könnte, unabhängiger von den US-Rüstungsunternehmen zu werden. Aber im Moment ist da noch überhaupt nichts zu sehen und das wird auch Jahre, Jahrzehnte dauern. Deswegen auch hier eine spannende Aktie nach meiner Auffassung. Gucken wir uns mal den Chart etwas genauer noch an. Also mittelfristig sind wir jetzt hier in diese Korrektur abgerutscht, sind auch in einer wichtigen Kursregion angekommen. Zuletzt haben wir hier dieses 78,6er Fibonacci Retracement mal abgeholt. Also ungefähr hier in dieser Zone sind wir jetzt als erstes gedreht. Ja, also wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Aktie nochmal aufs Allzeithoch steigen könnte, wäre das ein Renditepotenzial von über 30%, also wirklich auch, ja, doch ein sehr, sehr gutes Renditepotenzial. Kurzfristig hatten wir jetzt hier aber noch keinen wirklich schönen Boden, also es wäre wichtig, dass wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen länger unten stabilisieren, weil dieser eine Kursanstieg mit dieser Kurslücke, die hier noch offen war, ist jetzt noch nicht attraktiv genug, wir brauchen ein bisschen längere Bodenbildung. Ja, ähnlich wie es hier war zum Beispiel, das war ein ganz schönes Kaufsignal. Dann konnte man sich auch hier überlegen, ob man noch hier diesen bisschen so einen Hype reingreifen möchte, auch wenn der in erster Linie hier in Europa stattfindet. Aber ich glaube, dass Lockheed Martin da auch gut profitieren könnte davon, von diesem ganzen Thema aktuell. Muss man natürlich auch irgendwo mit seinen moralischen Vorstellungen ja, verbinden können. Muss jeder selber wissen. Also ich glaube, dass Lockheed Martin im Moment eine sehr, sehr spannende Aktie ist. Und wenn wir hier unten ein Kaufsignal auslösen auf kurzfristiger Ebene, kann man sich die Aktie nochmal ganz genau anschauen. Er ist natürlich auch ja, ein interessanter Dividendenzahler, knapp unter 3%. Yield ist natürlich auch deutlich höher als Rheinmetall. Rheinmetall hat jetzt ja im Moment nur noch eine Dividendenrendite von 0,6%. Und wenn wir uns hier die Price-to-Earnings-Ratio anschauen, also KGV liegt über 100 im Moment. Da wird natürlich auch hier immer die vergangenen Zahlen werden da herangezogen. Und bei Lockheed Martin liegt das KGV aber nur bei 20. Also ja, gewissermaßen wird halt bei Rheinmetall alles schon vorweggenommen jetzt, das Wachstum der nächsten Jahre. Und es wird sehr, sehr lange dauern, bis Rheinmetall in so eine Bewertung reinwachsen kann. Ich weiß nicht, also ich persönlich sehe da das Chance-Risiko-Verhältnis bei einer Lockheed Martin besser. Kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass Lockheed Martin es wieder nicht schaffen wird, den S&P 500 outzuperformen. Deswegen würde ich persönlich auch Lockheed Martin jetzt nicht in mein langfristiges Portfolio aufnehmen. Aber ich glaube, für jeden, der ja, einen Dividendenzahler sucht, der relativ stabil ist und verlässlich und auch kein Problem hat, hier in so einen Rüstungskonzern zu investieren, ich glaube, da ist Lockheed Martin doch auf jeden Fall eine spannende Aktie. Es gibt auch noch viele Alternativen, die man sich anschauen kann. Northrop Grumman ist noch eine spannende US-Aktie. Aber ja, vor allem im europäischen Bereich sind die Unternehmen wirklich so stark gelaufen und so weit gelaufen. Da ist es wirklich schwierig, jetzt noch einen Einstieg rechtfertigen, ist zumindest meine Meinung. Aber da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da aktuell macht. Also stockt ihr da jetzt noch auf? Kauft ihr da noch Aktien aus Europa im Bereich Rüstung oder wartet ihr hier lieber ab oder kauft vielleicht sogar Lockheed Martin stattdessen? Ja, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch jetzt unbedingt Daumen nach oben da und auf jeden Fall das Abo nicht vergessen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und das war's für heute. Schau dir jetzt mal unbedingt an. Hier dieses Video, Börsencrash im Anmarsch, das musst du jetzt wissen. Da erzähle ich dir ganz genau, wie der Aktienmarkt jetzt einzuschätzen ist. Also sehr, sehr spannend. Ja, die Frage stellen sich natürlich viele. Kommt die nächste riesige Korrektur? Kommt ein Crash? Das beantworte ich dir in diesem Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.